Der 60. Caravansalon. Heute am Sonntag, den 29. August 2021. Hier steht er, der wahrscheinlich günstigste Kastenwagen ganz Europas. Ja, für 40.990 € auf Fiat Ducato Basis. Demnächst auf Fiat Ducato 8 wahrscheinlich. Und Sie werden erstaunt sein, mit 10 Jahren Body-Integrität. Ja, da gibt es Garantie drauf, was man alles kriegt fürs Geld. Ja. Viele, die sich ja so ein Campervan selber ausbauen, die kaufen sich ja so gebrauchte Fahrzeuge für vielleicht 5, 6, 7, 8.000 €, machen es dann selber. Und wenn man das Video gesehen hat, ja, du kannst ja heute finanzieren, ja, dann kriegst du für 40.000, knapp 41.000 € eine komplette Basis für deinen Campervan. Ich grüße dich herzlich. Ja, hallo. Du strahlst. Immer doch. Ja, Kastenwagen, das ist eine Sache. Du bist jetzt 24, Schauspielerin und so. Du bist ja viel oft unterwegs auf irgendwelchen Drehs. Genau. Da könnte man doch die eigene Wohnung mal mitnehmen, oder? Das wäre sehr praktisch, doch, da bin ich sehr dafür. Was ist hier alles drin? Dusche? Bestimmt, alles. Ich glaube, sehr kompakt, klein, aber es ist alles drin. So, schauen wir uns mal an. Du bleibst mal da, blockst mal das Auto. Wir gucken mal von hinten rein. Ja, hier ist wirklich an nichts gespart worden. 40.990 € und wie man sieht, man kann sogar das Fahrzeug verwenden zum Beladen von sperrigen Gütern. Ja, das Ganze kann man nämlich hier hochklappen. Ich zeige es mal gerade. Da ist ein Bett drauf, ein Querbett und natürlich der Fiat Ducato. Der bietet auch die Breite, die man braucht, um natürlich auch quer schlafen zu können. Das Ganze geht und Jenny wird es gleich mal ausprobieren. Warte, ich komme gleich zu dir. Ein Riesenraum, der hier mit dabei ist. Man muss ja immer sehen, das Preis-Leistungs-Verhältnis, was man hier hat. Ordentlich auch eingekleidet. Ich mache mal hier mal feste die Tür zu, dass wir mal sehen, wie das Ganze auch verarbeitet ist. Hier vorne. Heizung. Und hier auf der Seite das Gasfach. Leicht zu sehen durch die Spannverschlüsse, die dann hermetisch abgeriegelt sind. 2x11 Kilo, die hier drin sind. Auch sehr, sehr leicht zu beladen, direkt am Heck. Hier natürlich mit der Öffnung nach außen. Und was ihr hier seht, was eben so wellig ist im Moment, das ist hier so ein Teppich, der einfach nur oben drüber liegt. Also nicht wundern, es ist nicht die Verarbeitung. Der Boden ist hier mit einer Kante nochmal versehen an der ganzen Seite, dass auch nichts passieren kann beim Einladen. Wie man sieht, man hat Zogschienen mit dabei. Also wenn ich euch das gleich mal zeige, es ist wirklich an ganz, ganz wenig gespart worden. Und auch hier Verdunklungsplissé mit dabei. Das Ganze soll ja auch im Sommer nicht zu heiß werden. Und natürlich allein das Basisfahrzeug, wer sich jetzt ein bisschen auskennt, da liegt man schon richtig Geld für hin. Und wir gehen mal gerade drum, schauen uns das Auto mal an. Das Auto ist auch im Preis mit drin. Hier steht da Livingston K2 als Van. 5.410 mm lang, also 5,41 m, Masse im fahrbereiten Zustand hier 2.665 Kilo bzw. 2.885 in der Ausstattung und das zulässige Gesamtgewicht hier 3,3 Tonnen, also etwas um die 600 bzw. um die 400 Kilo Zuladung. Da ist es da. Testen wir es mal. Grundpreis hier auf Fiat Ducato 2,2 MJ, 120 PS, 40.990 €. Liebe Jenny, komm, wir zeigen uns das Ganze mal, wie es da ist. Dabei ist der Kühlschrank, zeig mal bitte. Auch der ist von beiden Seiten zu öffnen. Einmal von draußen oder von drinnen. Das ist einmal von drinnen. Und dann die gleiche Funktion, wenn du deine Cola dann irgendwann mal rausnehmen möchtest. Dann kommst du natürlich auch von außen dran. Ich zeige euch das mal. So sieht das Ganze aus. Und hier oben hast du natürlich die Funktion einschalten, kalt machen. Genau. Richtig cool. Ja, ein Kompressorkühlschrank. Wir gehen weiter, schauen uns das Ganze mal an. Ich setze mich jetzt mal ganz kurz mal auf den Fahrersitz, dass man mal die Tiefe hier von dem Auto sieht. Und Platz hast du, Höhe, zeig mal bitte. Ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Luft ist nach oben da. Du bist 1,75 Meter plus Schuhe, also fast 1,80 Meter im Moment. Und da oben sieht man auch das Kombi-Bedienfeld, was da ist von der Heizung. Das ist jetzt mal ein analoges, übrigens mein absoluter Favorit. Nichts gegen das Digitale, aber hier ist es total einfach. Du kannst einmal das heiße Wasser kannst du machen hiermit. Ja. Oder du kannst sagen 60 Grad. Du weißt, wozu 60 Grad ist? Ist heißer, aber ist desinfiziert. Es wird, ja, desinfiziert, genau. Dann hast du 40 Grad und das ist Heizung und warmes Wasser auf einmal. Also ganz simpel, da kannst du einstellen von 1 bis 5, das war's. Also das hier kapiert jeder. Genau. Dann hast du hier dein Panel-Bedienfeld für Frischwasser und Co. Und auch hier einfach nur draufdrücken und du siehst dann die Füllstände.
Und Aufbaubatterie, Bordbatterie und so weiter, das Wichtigste ist mit drin. Kannst auf einmal das Licht komplett ausschalten. Hier hast du ein Ablagefach. Sehr gut. Hast du gerade 40.000 Euro? Ja, für immer doch. Kann man doch immer einsetzen. Hier ist auch noch ein Fach. Was ich auch spannend finde, ist hier Gut die... für eine Person auch. Also kann man machen. Ja, ist sogar zugelassen für bis zu 4 Personen, die mitfahren können. Ja, okay. Dann würde ich aber vielleicht dieses etwas größere Chassis bestellen. Dann in einem warmen Land, wo man viel draußen sein kann. So, großes Heki ist mit drin. Verarbeitung, wie fühlt sich das Holz an? Ist das irgendwie billig? Hast du das Gefühl? Nö. Nein, das nicht, das überhaupt nicht. Das ist ganz okay. Wenn du mal kurz hier reinsteigst, also dass wir mal schauen, wie ist so der Sitzkomfort in einem Fahrzeug für 40.990 Euro. Angenehm, Sehr weich, ja, perfekt. aber nicht zu weich, oder? Nein, nein, ich finde es Passend. passend. Sehr cool. Und dann hast du hier natürlich Fliegengitter mit dabei. Das ist allerdings tatsächlich aufpreispflichtig. Also es gibt noch so ein Zuberpaket, aber viele starten ja, bauen sich das Ganze aus und rüsten das selber nach, machen das und so weiter. Also du kriegst tatsächlich für knapp 41.000 Euro kriegst du das komplette Auto hier mit dem ganzen Ausbau. Doppelboden im Fußbereich. Du weißt, warum der hier aufgedoppelt ist? Ich glaube, hier ist es einfach als Schutz oder auch. Hier mit dem Lappen? Oder was meinst du? Nee, nicht der Lappen. Hier, diese Höhe hier, die du siehst, ja? Ja. Das ist aufgedoppelt, weil ja hier vorne das Fahrerhaus, das fängt hier an. Und damit du keine kalten Füße bekommst, wenn du Ach auf so, der Dinette sitzt, Ja, genau. bläst da die Heizung durch. Genau, Heizung. Fußbodenheizung. Quasi, in dem Bereich. Ja, da ist noch Staufach. Man schön sehen kann, richtig viel Staufach drin. Da ist auch die Aufbaubatterie. Der Tisch lässt sich nochmal ausklappen. Auch ein cooles Design. Ist zwar Holz, aber in Grau. Kann sein, dass so ein kleiner Knopf da ist. Ich guck mal gerade drunter. Da ist er. Einfach ziehen nach unten. So, und dann lässt sich der Tisch drehen. So, dass die Leute, die hier sitzen, dann auch ordentlich Kaffee trinken können und was essen können und so weiter. Pack nochmal ein. Eine Besonderheit hier ist, dass du diesen Tisch rausnehmen kannst und du kannst ihn außen hier an dieser Schiene nochmal einhängen. So, damit hast du einen Frühstückstisch dann draußen. Ganz lang gezogen. Ja, kommen wir mal zur Küche. Hier oben schon Ist auch Platz? Vorbereitung, falls man doch einen Fernseher haben möchte. 2 Flammenkocher Genau. mit Piezo-Zündung. Dann ein ganz großes Spülfeld mit einem großen Wasserhahn mit dabei. Licht. Licht. Es werde Licht. Hier oben sind übrigens die Lampen. Das müsste Touch sein. Siehst du? Kannst du dann. Das Blaue ist dafür da für nachts, dass du dich noch ein bisschen orientieren Dass man's kannst. Genau, orientieren. Aber auch die Beschläge, also für das Geld muss man wirklich sagen, es ist. Wahrscheinlich haben sie nicht so viel verdient dabei bei Adria. Das da ist Einstiegsmodell. Hier ist das Bett. Ja, du kannst das Bett übrigens hochklappen hinten, damit du was transportieren kannst. Jetzt im Moment könnte es sein, dass es nicht so gut geht. Das geht aber. Und dann kannst du das zur Seite kappen. Musst du jetzt nicht machen. Und da oben einhängen. Schau mal. Siehst du da oben diese Klickverschlüsse, Ja. die oben raushängen? Und da hast du die Möglichkeit, das Bett einzuhängen. Wenn du die nicht brauchst, kannst du die einfach da oben machen. Guck mal hier. Ja, genau. Und dann sind sie fest. Gutes System auf jeden Fall. Ja, bitte mal öffnen, die Schubladen. Overhead Platz. Compartments, wie im Flugzeug. Genau. So, und jetzt gilt's. Du darfst mit deinen Hallen-Dance-Schuhen das Bett mal testen. So, du bist auf der falschen Seite. Wieso? Ja? Weil es ist so, die eine Seite ist ein bisschen breiter und damit du dir nicht den Kopf stößt, kommen die Füße unter den Schrank. Und der ist ein bisschen tiefer, siehst du? So, der ist ein bisschen, ja, okay. Ja, der ist ein bisschen tiefer. Okay. Und man schläft also da und du merkst, es ist viel einfacher. Ah ja. Weil der eine Schrank, der geht so ein bisschen nach hinten auch weg. Und der andere, der ist viel tiefer unten drin, siehst du? Gut, wenn du natürlich dich etwas geschützter fühlen möchtest, dann geht das natürlich auch unter dem anderen. Ist auf jeden Fall geschützt. Ich zeig's mal gerade komplett, wie du hier liegst. Das ist gemütlich Ja. und krass breit, oder? Ja, sogar. Also Platz ist da. Hab auch noch Luft nach oben. Also das Querbett nicht zwingend. Ich sehe schon, du wirst kündigen, wirst eine mobile Wohnung wirst du erwerben, der Papa wird es dir finanzieren oder die Mama, so ist es. Die kommen mit. Die wollen auch sowas. Die wollen auch sowas? Die wollen auch sowas. Aber für das Geld, jetzt mal ehrlich, ist doch okay, oder? Perfekt.
Das haben wir schon gezeigt. Ja, hier vorne sind Schubladen. Mach mal bitte auf. Wenn wir kurz reinschauen können. Da ist die Besteckschublade. Unten drunter. Prima. Und das gleiche nochmal eins drunter. Und wie du siehst, unter dem Bett, da hast du auch nochmal Schubladen. Ja. Also Stauraum hast du wirklich viel. Bett aufklappen und da rankommen. Ja, du kommst das so ran. Wenn ich ein bisschen bückst, dann kann man eigentlich da unten dann nochmal was reinladen. Und da hast du nochmal richtig viel Platz drin. Genau. So, jetzt sind wir schon beim wichtigsten Thema für alle, das Bad. Du weißt, wie es ist. Auf das Essen kann man dann mal verzichten, aber wenn man dringend auf Toilette muss, zum Beispiel auf Raststätten, gut, mittlerweile Tank und Rast, das geht, 50 Cent oder 80 Cent, die du investierst, aber die eigene Toilette hat doch was. Ja. Höhe? Fall. Auch wenn man Höhe die, ist so, doch ziemlich gut hoch. Ich komme mit den Füßen genau auf. und du hast so ein Fenster, man fühlt sich so ein bisschen wie in einer Flugzeugtoilette. Guck mal hier mit dem Fenster, eigentlich kannst du das öffnen, das geht beim Flugzeug nicht. Genau, das ist das Gute daran. Hier ist auch für die Dusche. Und dann kannst du hier einen Vorhang machen. So, und wo ist das Waschbecken? Klär mich auf. Stimmt hier. Oder so. Genau, yes. Genau, der Duschkopf lässt sich rausziehen und dann kannst du das Ganze dann oben dann festmachen als Duschfunktion und dann auch wieder einklappen. Damit es nicht nass wird, hast du hier einen Vorhang. Genau. Und die Wand hier hinten, die ist extra spritzwassergeschützt, dass da nichts passieren kann. Hier ist auch noch. Krass. Da hast du Steckdosen überall, Lichtschalter, mach mal. Ja, genau. Also das Licht leuchtet schon, genau. Boah, ist- ganz schön dunkel ohne. Ohne ist echt, ne? So, Toilette, also alles vorhanden. Alles füllen. Und das Cockpit. Ja, das alles kriegen Sie für 40.990 €. Und je nach Händler habe ich ja schon andere Preise gesehen, wie du da hast. Also, und da hast du wirklich dann nochmal alles drin. Das Ganze ist hier sogar beledert. Schau mal hier. Ja, Es fühlt sich super. echt gut an, oder? Sehr schön. Sehr, sehr gut. Das ist er. Der wahrscheinlich günstigste Kastenwagen Ja, am Markt. trotzdem ist alles drin und alles. Livingston K2, der Van 5000, also 5,41 Meter. Und das sind nochmal kurz die Daten. Heckbett 1,9 mal 1,33 Meter. Und es gibt noch ein Dinettenbett, das ist optional. Das ist dann 1,40 mal 45 Zentimeter. Und es gibt noch was ganz Besonderes. Du kannst auf die Frontsitze noch ein Bett montieren für kleine Kinder. Ah ja, super. Das kann man im Zubehör kaufen. Und wir hier steht jetzt mit der Ausstattung 45272. Der wohl günstigste Kastenwagen auf dem Caravan Salon. Tschüss.